Ich gehe in die Schule, ich gehe zur Schule. Welcher Satz ist hier richtig? Die Frage ist, wohin? Und wohin gehen wir? Schauen wir weiter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir die Präpositionen für die Frage wohin. Also, wir werden die Präpositionen zu und nach und in und an, also Dativ und Akkusativ lernen. Mit vielen praktischen Beispielen und mit einer Methode, die du dir einfach merken kannst. Also, wohin geht die Reise? Wohin? Ins Restaurant oder zum Restaurant? In die Schule oder zur Schule? Was ist hier richtig? Genau das lernen wir kurz und knapp. Diese Tabelle musst du einfach lernen, denn es ist das Herz der deutschen Grammatik. Also lerne sie bitte gut. In diesem Video arbeiten wir dann mit Akkusativ und Dativ. Die lokalen Präpositionen zu und nach stehen im Dativ. Diese Präpositionen stehen hier im Akkusativ, aber vorsichtig bitte, wenn meine Frage wohin ist. Wenn ich eine andere Frage habe, zum Beispiel wo, dann haben wir auch eine Dativsituation. Aber zu diesem Thema habe ich auch ein Video gemacht, den Link findest du hier. Also, die Präpositionen nach und zu stehen immer im Dativ. Und in diesem Video mache ich nur die Präposition in und an. Und sie stehen auch im Akkusativ, wenn wir die Frage wohin haben. Starten wir mit der Präposition nach. Situationen für nach. Also, wir können für nach diese drei klassischen Situationen benutzen. Also nach Hause, zum Beispiel Städte, nach Berlin oder Länder nach Italien. Machen wir ein paar Beispiele. Ich fahre oder gehe nach Hause. Ganz wichtig, ja? Okay, und die zweite Situation für Städte schreiben wir ein paar Städte, zum Beispiel Berlin oder Hamburg oder Istanbul. Also, ich gehe nach Berlin, ich fahre nach Hamburg oder ich fliege nach Istanbul. Und die dritte Situation können wir hier Länder, aber vorsichtig ohne Artikel benutzen. Also, ich fliege nach Japan oder ich fliege nach Spanien und so weiter. Das sollte einfach sein. Vorsichtig bitte, Länder mit Artikel. Also Artikel die Schweiz, die Ukraine, die Türkei, die Slowakei oder die Mongolei. Bei diesen Ländern benutzen wir nach nicht, weil sie einen Artikel haben. Hier sagen wir in die Schweiz oder in die Ukraine, in die Türkei. Genau. Und Länder, die den Artikel der haben, benutzen wir Akkusativ. Also hier sagen wir auch nicht nach. Ganz falsch. Hier sagen wir in den Iran, in den Irak, in den Sudan, in den Libanon und so weiter. Ganz, ganz selten haben wir auch Länder mit das. Oder wir benutzen das auch eigentlich gar nicht. Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich. Oder Heilige Römische Reich. Aber wie gesagt, das benutzen wir in der Regel nicht. Nochmal ein Vergleich. Länder mit Artikel, Länder ohne Artikel. Ich fahre in die Schweiz. Wir fliegen in den Libanon oder sie fährt in die Ukraine. Also immer Artikel. Und Länder ohne Artikel? Er geht nach England, wir fahren nach Polen oder sie fliegen nach Japan. Jetzt wird's spannend. Welcher Satz ist richtig? Ich gehe in die Schule oder ich gehe zur Schule?
Lass uns zusammen herausfinden, welcher Satz wann richtig ist. So, jetzt haben wir hier eine Schule und zwei Kinder. Wohin geht der Junge? Du siehst, der Junge steht kurz vor der Schule und geht hier hinein. In dieser Situation benutzen wir, er geht in die Schule, also in die Schule. Und hier haben wir ein Mädchen. Wohin geht das Mädchen? Hier ist eine Distanz und wenn wir eine Distanz haben, dann können wir zur sagen. Also sie geht zur Schule. Also sind beide Situationen eigentlich korrekt. Hier haben wir Akkusativ in die Schule, hier haben wir Dativ zur Schule. Du kannst beide benutzen. Hier haben wir wieder eine ähnliche Situation, einen See und dann haben wir hier die Familie und hier eine Familie. Also, wohin läuft die Familie? Die Familie läuft zum Beispiel hier die Grenze. Da sagen wir an den See. Also, das ist hier an den See. Und diese Familie fährt zum See. Genau, also du siehst, hier haben wir eine gewisse Distanz und hier haben wir eine gewisse Nähe. Machen wir weiter. Hier habe ich wieder das Restaurant und diese Person läuft ins Restaurant. Also in das Restaurant oder wir können sagen ins Restaurant. Und wenn wir hier eine Person haben, dann können wir sagen, dass dieser Person zum Restaurant läuft. Also zum Restaurant. Und dieser Mann ins Restaurant. Machen wir noch ein Beispiel mit der Bank. Also, diese Person läuft, du siehst, in die Bank. Akkusativ. Und dieser Mann läuft zur Bank. Dativ. So einfach kannst du dir das vorstellen. Okay, jetzt schauen wir uns noch genauer an, wo und wie wir die Präposition zu benutzen. Und am Ende bekommst du wie immer deine Hausaufgaben. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. In welchen Situationen benutzen wir eigentlich zu? Wir können das in 3 Kategorien lernen. Also zu benutzen wir bei Personen oder Berufen, bei Gebäuden oder Institutionen, nicht Länder oder Städte, wichtig. Oder in der 3. Kategorie zu Veranstaltungen. Ich mache jetzt zu diesen 3 Kategorien immer ein paar Beispiele, dann verstehst du es auch besser. Also, Situation 1, Person oder Berufe. Beispiele: zur Freundin oder zu Stefan oder zum Arzt. Personen, Berufe. Machen wir weiter mit der 2. Kategorie. Gebäude oder Institutionen. Zum Supermarkt, zur Bank oder zur Arbeit. Also Gebäude oder Institutionen. Und die 3. Kategorie zu Veranstaltungen, zum Beispiel zur Hochzeit, zur Party oder zum Konzert. Also zu diesen Kategorien können wir die Präpositionen zu benutzen. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Also, ich habe für dich 4 Bilder vorbereitet. Schreibe zu jedem Bild 2 Sätze. Einen Satz mit zu und einen Satz mit in oder an. Du kannst die kurze Distanz benutzen und einmal die lange Distanz. Also in oder zum. Akkusativ, Dativ. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben und ich korrigiere sie dir gerne. Vergiss nicht, die Präpositionen zu und nach stehen immer im Dativ und die Präpositionen an und in stehen im Akkusativ, wenn die Frage wohin ist. So einfach. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein Stück weiterhelfen und sage Danke und Tschüss.